Sunlight, ja, eine Marke, die ich vorher noch gar nicht kannte, muss ich fairerweise sagen. Aber sie wird wahrscheinlich umso bekannter, weil sie hat ein Expo-Fahrzeug hier ausgestellt für Sportler. Und es sieht wirklich sehr beeindruckend aus. Nicht nur die 4 Scheinwerfer, die vorne drauf sind, sondern auch das, was oben drauf ist. Ja, da ist nämlich einiges draufgepackt. Und ich habe eben mal so ein bisschen Mäuschen gespielt. Es wurde gesagt, er ist schon mit 10.000 Kilometern unterwegs gewesen. Ja, hier ist Yannick Steiner. Grüß dich, Yannick. Hallo. Ja, tolles Fahrzeug, oder? Ja, also mir gefällt es auch ganz gut. Ich hatte das Glück, schon viel mit dem unterwegs gewesen zu sein. Und ja, macht echt Spaß und ist echt toll, wenn man sich mal kreativ austoben kann. Allrad. Genau, Allrad. War Zwangskriterium für unsere Sportler, dass wir dieses Offroad-Fahrzeug mit Allrad ausstatten. Genau, deshalb haben wir das da reingepackt. Also eigentlich so oben drauf. Was habt ihr oben drauf gepackt? Oben drauf sieht man jetzt in dem Fall die Hängematte. Hoch kommt man nur über die Klettergriffe, also die Hängematte muss man sich verdienen. Das ist natürlich alles mit einem kleinen Augenzwinkern zu sagen. Ich habe gedacht, die wäre eine Show. Nee, also voll funktionsfähig. Alles an dem Fahrzeug ist voll funktionsfähig. Man kann da oben reinliegen, sind wir auch schon drin gelegen. Und hinten auf dem Dach sieht man noch eine motorisierte Seilwinde, eine sogenannte Winch. Zum Surfen, zum Wakeboarden oder auch im Schnee einsetzbar mit Ski oder Snowboard. Wenn du mir das mal kurz erklärst, was die genau kann. Also im Grunde ist sie relativ einfach erklärt. Da ist 500 Meter Seil dran. 500 Meter? Genau, muss ja ein bisschen Strecke zurücklegen können. Ein 13 PS Motor mit einer, also die kann man bedienen von oben vom Dach. Dann zieht man das Seil aus, wirft den Motor an, dann kann man die Person mit dem Surfboard oder mit dem Wakeboard dran mit bis zu 60 km/h ziehen. Ja. Also sprich Einsatzgebiet, Flüsse, Seen, Kanäle oder auch auf dem Schnee. Wie war denn so der Effekt? Ich nehme an, ihr habt das aus Marketinggründen gebaut, das Fahrzeug, ihr wart damit unterwegs, genau. Habt auch mal gecampt und hinten habt ihr sogar von Parktool, die Mountainbiker kennen das Produkt, genau. Sogar ein Service-Tool mit dabei. Genau, den haben wir leicht modifizieren müssen, damit wir den quasi an unserer Türe anbringen können. Es war ein Wunsch von unseren Sportlern, von unseren Mountainbikern, dass sie quasi einfach ohne größeres Drumherum einfach ihr Fahrrad hinhängen können. Also ist klar nicht für den Transport, ist für Montage, sprich zum Ketteölen, zum Reifenwechseln. Wir haben hier einen Anschluss dahinter für eine Außendusche, sprich das wird liebevoll von uns auch als Fahrraddusche benutzt. Ja, ist toll. Wenn du mal kurz aufmachst, dann gehen wir mal rein. Denn ich kenne nämlich einige, die, ich sag mal, wirklich schon sehr, sehr gespannt darauf sind. Nämlich der Kai Gimler, er wird sich dann auch erkannt wissen. Ein ganz großer Fahrrad-Downhill-Mountainbiker, der sich gerade einen Bus gekauft hat. Oh, so könnte er aussehen, ja. Innenausstattung, was habt ihr da gemacht? Also zum einen haben wir gerade im hinteren Bereich, wie man hier sehen kann, auf einen GFK-Boden gegriffen, also der sehr robust ist, wasserunempfindlich ist, damit man hier ohne groß nachzudenken seine Fahrräder hinten reinwerfen kann, seine Motocross-Maschine hinten reinladen kann. An der Seite sieht man, das sind quasi zum Schutz da, dass man quasi nicht wie im normalen Camper aufpassen muss, Pedale, Holz, Kratzer. Einfach dagegen. Und hier kann man mal bedenkenlos einladen, also sehr funktionell. Ein paar Seiten, der Seite sind ein paar Sachen zum Verstauen. Ihr habt natürlich auch die entsprechenden Basics habt ihr mit drin, das heißt, ihr habt eine Heizung? Wir haben eine Dieselheizung drin, genau. Ja, das ist, glaube ich, das brauchen wir. Ja, sehr berühmt. Das heißt, ich brauche keinen Gastank mitschleppen, genau. Mach sie einfach an, fertig. Also Gas haben wir an Bord, aber für andere Zwecke, sagen wir mal so. Ja, ich steige mal kurz ein. Hier oben habt ihr Stangen mit drin. Da kann man zum Beispiel Surfbretter? Genau, für das ist es gedacht. Wir haben hier ein schönes Hochdach und dort die Stangen im oberen Bereich, in dem man Wakeboard, Snowboard, Surfbretter einladen kann, dass sie ein bisschen vom Boden weg sind, dass man sich trotzdem im Fahrzeug noch frei bewegen kann und die wichtigen Sportutensilien trotzdem mit an Bord sind und nicht außen gelagert werden müssen. Ja, jetzt soll man ja denken, so Sportler, die machen ja mit so einem, ich sag mal, ein paar Utensilien zum Abputzen, ihr großes Geschäft eher im Freien. Das ist nicht so, sondern ihr habt die Möglichkeit, es sind ja auch vielleicht auch Mädels dabei, oder? Genau, also wir haben sowieso in unserem Team haben wir auch Mädels, unsere Ski- und Snowboard-Asse. Aber ist groß mit dabei. Daran liegt es nicht, aber man ist einfach froh, wenn man eine Toilette mit an Bord hat. Wir sind auch im Winter unterwegs und da ist es vielleicht auch nicht das Angenehmste, wenn man dann draußen zur Toilette muss. Gut, ihr seid jetzt Profis im Ausbau, ihr habt das isoliert, das Fahrzeug komplett mit allem drum und dran? Genau, also das ist quasi, sagen wir mal so, aus der Wohnmobiltechnik. Genau, das haben wir einfach übernommen, das ist komplett isoliert, also
Ja. Aber das ist auch nicht das Besondere an dem Fahrzeug. Ja. Das Thema Vanlife, also das ist ja hier, sieht man eine Couch, das ist ja schwer im Trend im Moment, dass man eine Längscouch einbaut, die man dann zum Bett modifizieren kann. Ist das schwer, das zu modifizieren oder wie funktioniert das Ausziehen jetzt, der Couch, das können wir ganz schnell zeigen. Bitte, das ist bitte. Super einfach. Also wir haben hier einen freistehenden Tisch. Der Tisch ist, kann man frei bewegen, ist höhenverstellbar. Wir stellen jetzt mal der Einfachkeit halber, sonst tut man hier hinten rein, stellen wir mal schnell raus. Okay. Der ist doch recht leicht. Der ist super leicht, ja. So, der kommt raus, den können wir auch zum Beispiel draußen dann benutzen. Beim Genau, Campen. wir nehmen den auch zum Frühstück gerne raus mit Campingstühlen oder sonst im hinteren Bereich verstauen. Und dann tun wir schnell die Kisten weg. Heben hier einmal kurz an, also machen die Entriegelung, ziehen das aus. Gigantisch. Und haben unser Bett. Sogar mit zwei Matratzen. Man kann aber zur Not noch einen Topper drauf machen, wenn man ein bisschen schlechter schläft. Aber ja klar, aber ihr seid ja jung. Ich habe drin geschlafen. Ist ganz bequem. Genau, wenn du dich mal kurz reinlegst, du bist wie groß? Ich bin 1,78 Meter. 1,78. Mit Schuhen. Mit Schuhen, ja. Ja, also ich passe rein. Und Ja. wenn ich Ja, jetzt mal ehrlich, schlafe ich ja nicht so. der schläft kein Mensch so, ja. Aber Weil es ist ja immer so ist die Platz. Frage, wenn ich jetzt ein recht handliches Fahrzeug habe, der ist ungefähr wie breit? 2 Meter, oder? also hier hinten ist er 1,90 breit, hinten ist er ein bisschen breiter. Also wir haben hinten auch die Möglichkeit für Betten. Die Matratzen können wir hier auch oben in dem Gestänge verstauen und hinten quer reinliegen, dass wir quasi noch die zweite Option haben für ein Bett. Also das Interesse ist echt hoch an dem Fahrzeug und anscheinend gibt es echt einen Markt. Das freut uns total, weil das quasi der erste Versuch war, den wir hier mal versucht haben im Offroad-Bereich, gezielt auf Sportler abzielen. Und es freut uns Das natürlich, Ganze soll ja so auch gut nicht so ankommt. aussehen wie ein Wohnmobil, sagen wir mal dazu. Genau, Ja, das ja. will man ja gar nicht. Hier vorne GBL ist mit eingebaut, das ist sehr, sehr Genau. praktisch. Das heißt, eigentlich braucht man nicht mehr, oder? Genau, die ist unter anderem auch portabel. Also das haben wir auch darauf geachtet, dass wir die Stangen im Fahrzeug kann man oben für die Hängematte benutzen. Die Box kann man mit nach draußen nehmen. Aber es sind auch so Kleinigkeiten, wie hier oben ist ein Netz eingebaut, da kann ich was reinlegen. Zum Beispiel für die Surfbretter, das was dran ist. Das Beste ist, wir gehen mal ganz kurz nochmal. Ach, das habt ihr auch übernommen. Das sieht man so in den Tutorials von Vanlife. Ja, das stimmt. Also dieses hier einfach geschraubt, die Deckel reingeschraubt, dass wir hier quasi unser Müsli, Nudeln, Gewürze, was auch immer verstauen können. Schön mit indirekter Beleuchtung. Hier hinten können wir Tassen festmachen, ganz simpel mit einem Magneten. Dann hält es und klappert nicht. Und da, was ist hier drin unten drunter? Staufach? Genau, also hier unten drunter ist ein kleines Staufach für Töpfe, Pfannen und drunter ist noch der Frischwassertank. Okay. Ja, super. Am besten gehen wir noch mal kurz raus. Zeigen wir das mal gerade. Eine ganz tolle Studie. Wir können auch gerne mal einen Shot machen, wenn wir beide Schiebetüren offen haben. Gerne. Dann kann man quasi das Bett kann man im Freien liegen, so wie man das jetzt hier sieht auf dem Bild. Das ist eigentlich auch ganz cool. Das ist der Grund für die zweite Schiebetür, damit man quasi mit ausgezogenem Bett im Freien liegen kann. Ah, das heißt, ich kann einfach durchlüften zum Beispiel. Der Wind Ja. kommt komplett durch. Genau. Wie sieht es denn aus, Insektenschutz dann in dem Fall? Wir haben Insektengitter an beiden Seiten dran, wobei Mein Gott. unsere Sportler sich auch nicht an den Insekten stören müssen. Und ich störe mich auch nicht dran. So, die sind mit dabei. Das zeigen wir mal gerade. Dann machen wir noch diesen Shot, dass wir das mal zeigen. Schön ist auch die Außenbeklebung, allein die Folierung. Da habt ihr investiert, der hat Delta-Felgen drauf. Die müssen sein, oder? Ja, das muss einfach ein stimmiges Konzept sein. Ja, genau. Und eben mit den VF Goodrich-Reifen, die müssen dann auch funktionieren. Wenn man schon ein Allrad hat, dann sollte man auch die richtigen Reifen dazu drauf haben. Es sind nicht die günstigsten, aber sie haben den Vorteil, man kann den Außenkranz austauschen. Also man kann also richtig was kaputt machen. Ja, der Shot, wenn du mal so lieb bist, die andere Tür dann mal klar. aufmachst. Und so sieht es dann aus. Komplett durchgehend eine Belüftung. Und natürlich Fliegenschutzgitter an beiden Seiten, aber da stören sich die Jungs nicht dran. Und Tür geht auf, da ist er. Ja, jetzt kann man sich so richtig schön vorstellen. Einmal komplett durch. Und das Fliegenschutzgitter. Ja, auf beiden Seiten. Super. Ja, da ist er von Sunlight. Spätestens jetzt werden es mehr Leute kennen. Er hat einen ganz großen Stand hier. Was ist Sunlight? Sunlight ist relativ junge Marke. Wir sind jetzt 15 Jahre alt geworden, haben jetzt Jubiläum dieses Jahr. Wir sind im Einstiegssegment tätig, gehören auch zur Erwin-Hümer-Gruppe, sind da Teil davon und produzieren in Deutschland. In Neustadt in Sachsen haben wir unser Werk und versuchen ein bisschen die dynamische, sportliche, abenteuerlustige Zielgruppe anzusprechen. Ja, sehr schön. Das ist euch gelungen. Noch einmal kurz gucken. Jannik Steiner von der Sunlight GmbH. Ja, vielen Dank, Jannik. Sehr gerne.